München, 8. November 1923. 5 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, 5 Jahre nach der Revolution vom 9. November 1918. Deutschland hat eine demokratische Regierung, doch das Reich ist schwer angeschlagen. Der Versailler Friedensvertrag diktiert Deutschland harte Reparationen, die französische Ruhrbesetzung führt zu einer Hyperinflation, weite Kreise der Bevölkerung verarmen, die Versorgungslage verschlechtert sich dramatisch, es kommt zu Putschversuchen von rechts und links. München ist das Zentrum rechtsradikaler Umtriebe. Adolf Hitler ist bislang nur als Redner in Münchner Bierkellern aufgefallen. Doch das will er an diesem Abend ändern. Es muss aber steigert das Begehren der Menschen, indem man Die nationale Revolution ist ausgebrochen. Der Saal ist von schwer Bewaffneten besetzt. Wenn nicht sofort Ruhe ist, kommt ein Maschinengewehr auf die Galerie. Ich erkläre die bayerische Regierung für abgesetzt. Eine provisorische Reichsregierung wird gebildet. Bis zum Ende der Abrechnung mit den Verbrechern, die Deutschland heute tief zugrunde richten, übernehme die Leitung der provisorischen Staatsregierung ich. Die 3 anbinden, mit mir nach draußen zu kommen. Gustav Ritter von Kahr ist seit September 1923 Generalstaatskommissar von Bayern. Mit weitgehenden Vollmachten. Göring, Hess, Sie sorgen für Ruhe. Seine Putschpläne gegen die Reichsregierung werden unterstützt von General Otto Freiherr von Lossow, dem Kommandeur der in Bayern stationierten Reichswehrtruppen, und Hans Ritter von Seisser, dem Chef der bayerischen Landespolizei. Ich hab doch versprochen, mich zu putschen, Herr Hitler. Bitte verzeihen Sie, dass ich so vorgehen muss. Aber es bleibt mir kein anderes Mittel. Die Sache ist ausgemacht. Es gibt kein Zurück mehr. Sie machen mit. Den Offizier vom Dienst, Herrn Oberamtsmann Frick, bitte. So, ihr Saujuden. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, an welchem Baum ich euch aufhängen soll. Hitler hat den Bürgerbräukeller besetzt und putschiert. Das wissen wir. Wir haben schon alles veranlasst. Trotzdem, danke. Dr. Wilhelm Frick ist Abteilungsleiter der Polizeidirektion München. Die zahlreichen Zuhörer, die an diesem Abend in den Bürgerbräukeller gekommen sind, erwarten von Ritter von Kahr ein Vorgehen Bayerns gegen die Reichsregierung. Hitler will dem zuvorkommen und die Veranstaltung für seine Interessen nutzen. Er lässt 600 SA-Männer aufmarschieren. Jeder von Ihnen muss den Platz einnehmen, auf den er gestellt ist. Sie müssen einfach mit mir siegen. Oder sterben, wenn die Sache schief geht. Es sind 4 Schuss drin. 3 für die Verräter. Und wenn es schief geht, einer für mich. Sterben oder nicht sterben ist für mich bedeutungslos. Heil Ludendorff! General Erich Ludendorff, Kriegsheld und Chef der obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg. Er soll als Feldherr den von Hitler geplanten Marsch auf Berlin anführen. Meine Herren, ich bin genauso überrascht wie Sie, aber der Schritt ist getan. Es handelt sich um das Vaterland und die große völkische Sache. Ich kann Ihnen nur raten, gehen Sie mit uns. Also, los auf. Sie tun mit, wie besprochen. Und schlagen Sie ein, in meine Hand. Oberst Seisser. Herr von Kahr. Also gut. Ich mache es, aber nur für die bayerische Monarchie. Im Anschluss verkündet Adolf Hitler den Sturz der bayerischen und der Reichsregierung. Herrn Generalstaatskommissar Gustav Ritter von Kahr. Die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin wird für abgesetzt erklärt. Die Leitung der provisorischen Nationalregierung übernehme ich. Exzellenz General Ludendorff übernimmt die Leitung der nationalen deutschen Armee. General von Lossow wird deutscher Reichswehrminister. Oberst von Seisser wird deutscher Reichspolizeiminister. Die Aufgabe ist, den Vormarsch anzutreten in das Sündenbabel Berlin und das deutsche Volk zu retten. Gegen die Judenregierung in Berlin und die Novemberverbrecher von 1918. Heil! 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 Deutschland, Deutschland, über alles,
Polizeidirektion, den Offizier vom Dienst, Herrn Oberamtmann Frick, dringend. Ihr glaubt nicht, was drin los ist. Wir sind schon so gut wie in Berlin. Polizeidirektion Frick, Offizier vom Dienst. Glücklich entbunden, Herr Oberamtmann. Verstanden. Alle Telefonleitungen kappen. Was? Sie haben die Herren gehen lassen? Lossow hat mir sein Ehrenwort als Soldat gegeben. Der Marsch auf Berlin findet statt. Gott sei Dank. Sie sind unverletzt, meine Herren. Ich habe schon von Ihrer Komödie vernommen. Was für eine Komödie? Na, das im Bürgerbräukeller, das war doch alles nur großes Theater, oder? Ja, ja. Jetzt sagen Sie bloß, Sie gehen mit diesem Hitler und dem Ludendorff. Meine Herren, wir müssen uns entscheiden. Ich habe mich entschieden. Ich habe General Ludendorff mein Ehrenwort gegeben. Und ich auch. Die letztgültige Entscheidung liegt bei Ihnen. Das Triumvirat Kahr, Seisser und Lossow schwankt. Immer wieder haben sie eine nationale Diktatur in Berlin befürwortet. Jetzt ist ihnen Hitler zuvorgekommen. Sie teilen zwar seine Ziele, scheuen aber einen offenen Bruch mit der Regierung in Berlin. Wollen Sie das? Exzellenz von Ludendorff ist ein Held, Herr von Kahr. Der auch meinen vollen Respekt genießt. Der Held von Tannenberg. Von Lossow. Für Sie. Ja. Ich kann Ihnen noch keine Auskunft geben. General, wenn Sie mich fragen, wie ich über die Sache denke, dann... Hatte die Kaserne? Gar nichts haben Sie, außer das Kriegsministerium. Da sitzt der Röhm mit seinen Studentenbürschlein. Die hau ich ihn weg wie nichts. Mein Rat? Lassen Sie die Finger von dem Putsch. Karl, was sagen Sie? Was ist mit Norddeutschland? Nix, soweit ich weiß. Auch Restbahn ist ruhig. Nur in München rumort. Die Minister und die Volkspartei haben erklärt, sie sind auch gegen Hitler. Es wird Zeit. General Lossow, geben Sie einen Funkspruch heraus. An alle: Wir lehnen den Hitlerputsch im Bürgerbräukeller ab. Unsere Zustimmung wurde erpresst. Mitteilung an die Presse. Einrichtung eines Nationaltribunals, dessen Urteile werden binnen 3 Stunden vollstreckt. Erlass der neuen Regierung, die führenden Schufte des 9. November 1918 für vogelfrei erklären. Ja, bitte. Gratuliere zur Ernennung zum Polizeipräsidenten. Dankeschön, dankeschön. Polizeipräsident Frick. Moment, der ist gerade da. Für Sie. Jawohl. Jawohl, Herr Generalstaatskommissar von Kahr. Jawohl. Es tut mir sehr leid, aber ich habe Anweisung, Sie zu verhaften, Herr Polizeipräsident. Extrablatt, Regierung abgesetzt, Extrablatt. Regierung abgesetzt, unser Führer Adolf Hitler ist Reichskanzler, Extrablatt. Hitler und Ludendorff wollen das drohende Scheitern ihres Vorhabens durch einen Demonstrationsmarsch verhindern. Herr Hitler, wir müssen weg! Meine Soldaten! Wir müssen weg!
Es ist die Verfassung! Der von der Pforten hat unsere Verfassung! Wir müssen weg! Noch am selben Tag sucht Hitler Zuflucht im Haus seines Freundes Ernst Hanfstengel. Frau Hanfstengel, grüß Sie. Um Gottes Willen. Der Verlegersohn hat am Marsch teilgenommen und ist sofort nach dessen Scheitern ins Ausland geflohen. Es ist alles verloren. Aus. Nein, das dürfen Sie nicht. Sie sind doch unsere einzige Hoffnung. Guten Abend, Frau Hanfstengel. Ja, Herr Leutnant. Was will die Polizei denn von meinem Mann? Er ist leider verreist. Von Ihrem Mann? Nix. Aber ich habe Befehl, Herrn Hitler zu verhaften. Sagen Sie besser nix. Wir wissen, dass er da ist. Es tut mir sehr leid. Ich fühle völkisch und vaterländisch wie Sie. Aber ich habe Befehl, Sie zu verhaften. Darf ich Ihnen beim Ankleiden behilflich sein? Meine Gedanken werden bei Ihnen sein. Sie werden mich erschießen. Aber es ist schön, Sie bei mir zu wissen. Bitte, schützen Sie mich vor Anpöbelungen. Ist ja kein Mensch da. Frau Hanfstengel. Na, nun sehen Sie's nicht ganz so schwarz, Herr Hitler. Ich bin fertig. Wenn ich einen Revolver hätte, würde ich ihn nehmen. Das wird schon wieder. Reißen Sie sich zusammen. Wir brauchen solche Leute wie Sie. Entschuldigen Sie, Herr Staatsanwalt. Dr. Hübner. Zu Ihnen wollte ich gerade. Hier, bitte. Wo haben Sie das her? Das wurde bei einem der völkischen Herren vor der Feldherrnhalle gefunden. Bei wem? Beim Herrn Oberstlandesgerichtsrat von der Pforten, der wohl leider erschossen worden ist. Ich bin nicht mit der Sache befasst. Ja, aber Sie sind doch Staatsanwalt. Das schon, aber die Anklage wird von Staatsanwalt Stenglein und Dr. Ehard vertreten. An den kann ich es gern weiterleiten. Alle parlamentarischen Körperschaften sind aufgelöst. Wer an solchen weiter teilnimmt, wird mit dem Tode bestraft. Bei dem gefundenen Schriftstück handelt es sich um einen Verfassungsentwurf der Putschisten. Aufhebung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, des Brief-, Post-, Telegrafen- und Fernmeldegeheimnis, Haussuchungen und Beschlagnahmungen. Die Pressefreiheit ruht. Alle Parteien sind aufgelöst. Und alles wird mit dem Tode bestraft. Erschießen und erhängen, Todesstrafe, Todesstrafe, Todesstrafe. Eine schöne Verfassung. Also wenn es nach denen gegangen wäre, dann wärst du längste Zeit Landtagskandidat gewesen, Wilhelm. Und als Sozialdemokrat längst hingerichtet. Genau wie du. Obwohl du bloß bei der Volkspartei bist. Und dieser feine Herr von der Pforten war einer unserer höchsten Richter. Hast du das mit den Juden gelesen? Die hätten uns alle enteignet und in extra Lager gesperrt. Jetzt werden die Verbrecher erstmal selber eingesperrt. Der Hitler auf jeden Fall, weil er noch eine Bewährung hat von seiner letzten Schandtat. Ich denke, auf Hochverrat steht die Todesstrafe. Steht sie an sich auch. Nur in Zeiten wie diesen. Aber mindestens 10 Jahre Zuchthaus müsste er kriegen, dieser Hitler. Und danach wird er abgeschoben nach Österreich. Jedenfalls ich werde diese sogenannte Verfassung gleich nach Leipzig zum Staatsgerichtshof weiterleiten. Ich sage nichts, was mein Tun in ein falsches Licht stellen könnte. Ich gebe keine Auskunft über die Vorbereitungen. Ich sage nichts über mein Auftreten im Bürgerbräukeller. Und ich sage auch nichts über meine Jugend. Ich würde Ihnen raten, zu reden. Sie werden angeklagt wegen Hochverrats.
Ich verbitte mir, als Verbrecher behandelt zu werden. Ich habe keinen Hochverrat begangen. Nicht ich habe Hochverrat begangen, sondern die Männer, die jetzt in Berlin an der Regierung sitzen. Diese Novemberverbrecher, die unseren siegreichen Truppen im Weltkrieg mit dem Dolch in der Hand in den Rücken gefallen sind. Herr Hitler, nur weil im November 1918 alles zusammengebrochen ist, können Sie nicht die Politiker, die dann Verantwortung übernommen haben, als Novemberverbrecher... Und hier in Bayern haben Karl, Lossow und Seisser bei meinem Hochverrat bereitwillig mitgemacht. Ich werde Enthüllung über sie machen. Die ganze Frage der geheimen Mobilmachung für den Staatsstreich aufrollen. Servus, Wilhelm. Nein, bleib ruhig sitzen, es ist besser so. Du glaubst nicht, was sich unser feiner Herr Generalstaatskommissar Gustav Ritter von Kahr und der Justizminister haben einfallen lassen. Der Hitlerputsch wird nicht in Leipzig vor dem Staatsgerichtshof, sondern hier in München vor dem Volksgericht verhandelt. Aber für Hochverrat ist doch einzig und allein das Reichsgericht zuständig. Mir brauchst du das nicht erklären. Wer wird denn der Vorsitzende? Weiß man den schon? So wie ich das sehe, wird das der Neidhardt. Der hat ihn doch schon einmal laufen lassen, wegen dem Landfriedensbruch und der Körperverletzung damals. Eine sehr unangenehme Sache, meine Herren. In der Tat. Sehr unangenehm, Herr Landesgerichtsdirektor. Vor allem für uns eins. Dabei habe ich über den Hitler schon einmal zu Gericht sitzen müssen. Landfriedensbruch vor 2 Jahren. Ich habe mir damals gedacht, ist ja ein vaterländisch denkender Mann. Wenn ich ihn vielleicht nicht so streng anfasse, wird er vernünftig. Ich könnte ihn jetzt ein bisschen strenger anfassen, wenn Sie wollen. Auf Bewährung ist er noch. Man könnte ihn jetzt mal so richtig sitzen lassen. Dann bleiben Sie auch sitzen. Und zwar auf dem Landesgerichtsdirektor. Sie verstehen nicht, Neidhardt. Der Mann kann unserer Sache wirklich schaden. Er kann uns schaden. Wir wollen aber draußen bleiben. Wir haben nichts damit zu tun. Wir werden gezwungen. Mit der Pistole. Ich verstehe die Herren noch nicht so ganz. Samthandschuhe, Neidhardt, damit er nicht plaudert. Meine Meinung. Herr Oberlandesgerichtspräsident. Oberlandes. Haben wir's jetzt. Ich eröffne die Verhandlung vor dem Volksgericht München I gegen Hitler Adolf, Schriftsteller, Ludendorff Erich, General der Infanterie, Frick Wilhelm, Oberamtmann der Polizeidirektion München, Röhm Ernst, Hauptmann außer Dienst. Ich bitte den Herrn Staatsanwalt um die Verlesung der Anklageschrift. Nach der Weimarer Verfassung und dem Republikschutzgesetz stellt die Zuweisung des Verfahrens an ein bayerisches Volksgericht einen klaren Rechtsbruch dar. Aber ich bin Staatsanwalt. Das kann schon sein, aber einen Extraausweis brauchen Sie trotzdem. Ihr Kollege da drüben kennt mich doch. Das kann auch sein, aber Vorschrift ist Vorschrift. Die Angeklagten sind hinreichend verdächtig, es unternommen zu haben, die Verfassung des Deutschen Reiches und des Freistaates Bayern gewaltsam zu ändern. Unter den hitlerschen Truppen hat sich besonders der Stoßtrupp Hitler durch sein gewalttätiges Vorgehen ausgezeichnet. Angehörige vollführten noch in der Nacht die Zerstörungen in den Räumen der sozialdemokratischen Zeitung Münchner Post, nahmen eine gewaltsame Haussuchung bei dem Vizepräsidenten des Bayerischen Landtages Auer vor, nahmen eine Anzahl von Geiseln, drangen in das Rathaus ein und schleppten den ersten Bürgermeister Schmid sowie die sozialistischen Stadträte als Geiseln zum Bürgerbräu-Keller. Hitler war die Seele des ganzen Unternehmens. Ludendorff hatte schon vor dem 8. November 1923 durch sein Verhalten zu erkennen gegeben, dass er eine gewaltsame, verfassungswidrige Bewegung, wenn sie nur auf völkischem Boden erfolge, durch seinen Namen und seine Person unterstützen werde. Ludendorff wurde in der völkischen Presse gerade in der letzten Zeit wiederholt als der berufene Führer der kommenden völkischen Bewegung gefeiert.
Staatsanwalt sind Sie, Herr Dr. Höhner. Das hatte ich Ihnen bereits gesagt. Ja, schon. Aber sagen kann das ja jeder. Das müssen Sie schon verstehen. Entschuldigen Sie bitte. Zu welchem Zweck ist unsere Bewegung gegründet worden? Nicht damit wir Parlamentsstühle bekämen. Nicht damit wir Mandate bekämen. Wir haben nie darauf gerechnet. Wenn wir die neue Bewegung gründeten, so geschah dies in der Hoffnung, damit eines Tages das deutsche Schicksal wenden zu können. Zweck unserer Bewegung war Befreiung Deutschlands von der marxistischen Pest. Wir haben das Recht der deutschen Geschichte und wir haben das Recht der Gegenwart und der Zukunft für uns. Und die Zukunft heißt Vernichtung des Marxismus. Entweder gedeiht dieses Rassegift, die Massentuberkulose in unserem Volk, dann stirbt Deutschland an seiner kranken Lunge. Oder sie wird ausgeschieden, dann kann Deutschland wieder gedeihen. Früher nicht. Die Entscheidung der Majorität wird immer negativ sein. Die Entscheidungen der Majorität sind immer eine Schwäche. Es war für uns klar, dass die Revolution von 1918 als Ausfluss des Marxismus und einer unerhörten Verbrechenstat niemals gültig sein könnte. Ich lag 1918 gebrochen und erblindet vom Gaskrieg, mit großem Schmerze da. Und es war mir widerlich zu heulen, in einer Zeit, wo man fühlte, dass der Zusammenbruch da war. Ich habe mich in dieser Nacht entschlossen, dass, wenn ich das Augenlicht wieder bekäme, ich mich der Politik zuwenden würde. Und dass das deutsche Arbeitervolk, die breiten Massen, wieder national gemacht werden müssen. Ich bitte um Ruhe! Herr Hitler, Sie waren also erblindet? Ja. Ein Gasangriff nahm mir zeitweilig das Augenlicht. Ich habe hier Ihr Krankenblatt. Aus dem geht hervor, dass Sie damals eine Augenreizung hatten. Von Erblindung kann keine Rede sein. Ruhe! Aber einerlei. Tatsache war eines. Gegen Ende Oktober 1923 haben die Herren Lossow, Seisser und Kahr mit uns das gleiche Ziel gehabt, nämlich die Reichsregierung zu beseitigen. In ihrer heutigen internationalistischen und parlamentarischen Einstellung. Und an ihre Stelle eine nationalistische, absolut antiparlamentarische Regierung zu setzen. Ein Direktorium. Wenn tatsächlich unser ganzes Unternehmen Hochverrat gewesen wäre, dann müssten die Herren Lossow, Seisser und Kahr mit uns Hochverrat getrieben haben, da die ganzen Monate nichts anderes besprochen wurde, als das, wofür wir heute auf der Anklagebank sitzen. Das ist einfach unglaublich. Lässt unser Herr Landesgerichtsdirektor diesem Hitler gleich am ersten Verhandlungstag geschlagene 3 Stunden reden, ohne eine ernsthafte Frage in Bezug auf den Hochverrat zu stellen. Ein Furster, Herr General. Dass der überhaupt frei rumlaufen darf. Also wenn Sie den einsperren, dann weiß ich überhaupt nichts mehr. Der Held von Tannenberg. Exzellenz Ludendorff, ich darf Sie zunächst fragen, ob Sie sich zur Sache äußern wollen? Ich bin bereit. Ich darf nur bitten, keine Antwort auf Fragen zu erwarten wie die, dass ich Herrn Hitler veranlasst habe, aus persönlichem Ehrgeiz zu handeln. Mein Leben liegt geschichtlich vor aller Welt. Es war treue Arbeit für das Vaterland, für das Volk und für mein Herrscherhaus. Mir ist schlecht. Wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt tagelang so weitergeht. Diese Verräter führen sich auf, als ob sie die Ankläger wären, nicht die Täter. Da musst du dazwischenhauen, Hans. Ja, wie denn, wenn der Staatsanwalt Stengler nichts sagt? Er ist mein Chef. Mir sind die Hände gebunden. Ich sah den Niedergang unseres Volkes, den Niedergang unseres Landes.
das Unglück meines Kaiser- und Königshauses nicht in einem Akt äußerer Gewalt, sondern innerer Schuld. Die marxistische Ideenwelt hat sich vor dem Krieg grundsätzlich ausgesprochen gegen jede Wehrmachtsstellung des Volkes. In engem Zusammenhang mit der marxistischen Gedankenwelt steht die jüdische Frage. Die jüdische Rasse ist unserer Rasse entgegengesetzt. Sie verdirbt sie physisch, moralisch und blutmäßig. Ebenso wenig wie der Engländer, der Franzose, bei uns maßgebenden Einfluss im Lande bekommen darf. Ebenso wenig darf es der Jude. Die Hoffnung, die wir für die Genesung des Vaterlandes und die Erstarkung des nationalen Willens am Abend des 8. November 1923 gefühlt haben, ist vernichtet, weil die Herren von Kahr, Lossow und Seisser das große Ziel aus dem Auge verloren haben, weil die große Stunde in ihnen kleine Menschen gefunden hat. Möge jedoch die völkische Bewegung befähigt sein, die große Aufgabe, die ihr von der Geschichte und dem Volke zugewiesen wird, zu erfüllen. Vorsicht! Das sind alle Antisemiten. Zweimal jünger als Sauer, die Herren. Sogar der Ludendorff ist ein Antisemit. Sag schon. Alles Verbrecher. Was gibt es, was diesem Volk nicht passieren kann? Das wird schon, Wilhelm, das wird schon. Die kriegen ihre gerechte Strafe. Mahlzeit. Das Wort hat der Angeklagte Ernst Röhm. Hoher Gerichtshof, ich soll mich heute rechtfertigen. Ich muss sagen, dass es mir immer noch nicht zum Bewusstsein gekommen ist, dass ich mich verteidigen muss für eine Tat, die für mich so selbstverständlich ist, dass ich nicht wüsste, wie ich am 8. November 1923 anders hätte handeln können. Für mich ist die Frage nur die: Konnte und durfte ich als Deutscher an diesem Tag anders handeln? Hauptmann Ernst Röhm, genannt der Maschinengewehrkönig, war der Verbindungsmann Hitlers zur Reichswehr. Er verschaffte ihm Waffen und Zugang zu nationalistischen Offizieren und fungierte als Führer der Reichskriegsflagge, eines mit Hitler verbündeten paramilitärischen Verbandes, der am 8. November 1923 das Wehrkreiskommando stürmte. Ganz kurz zurückkommen. Haben Sie sich da Gedanken irgendwie gemacht, damals, über die Rechtmäßigkeit des Vorgehens? Gedanken haben wir uns da weniger gemacht als gejubelt. Sie haben sich sehr gefreut, das ist ja begreiflich. Die Begeisterung war außerordentlich. Es war jedem klar, dass das der Beginn der nationalen Revolution war, die jedermann in Deutschland erwartet hat. Ich bitte um Ruhe! Also das müssen Sie uns als oberster Beamter der politischen Polizei genau erklären, Herr Frick. Wir erkannten, dass die Bewegung der Nationalsozialistischen Partei, die ja damals noch klein war, es wäre ein leichtes gewesen, sie damals noch zu unterdrücken, 1919 und 1920, nicht unterdrückt werden dürfe, weil wir in ihr den Keim einer Erneuerung Deutschlands sahen, weil wir von Anfang an die Überzeugung hatten, dass die Bewegung am besten geeignet wäre, in der marxistisch verseuchten Arbeiterschaft wieder Fuß zu fassen und den deutschen Arbeiter ins nationale Lager zurückzuführen. Deshalb hielten wir, die politische Polizei Münchens, der vorzustehen ich die Ehre hatte, unsere schützende Hand über die Nationalsozialistische Partei und Herrn Hitler. Wie Sie wissen, nimmt die Anklage an, dass Sie über die geplanten Ereignisse im
Aber man nimmt an, dass Sie Mitglied der Hitlerpartei sind. Nicht nur mein Amt, auch meine Überzeugung würden mir eine solche Mitgliedschaft verbieten. Also muss ich auch das bestreiten. Wie Sie auch bestreiten, durch die Meldung von einem SA-Mitglied telefonisch über die Vorgänge im Bürgerbräukeller mit den Worten glücklich entbunden informiert worden zu sein. Ich kann nur sagen, ein solches Stichwort ist nicht an mich gekommen. Auch das muss ich bestreiten. Aber dass Sie vom Kommissar Kiefer ebenfalls telefonisch darauf hingewiesen wurden, dass im Bürgerbräu etwas zu tun sei, das bestreiten Sie nicht. Nein, aber mit 15 Mann war gegen hunderte Putschisten einfach nichts zu machen. Es wird Ihnen zur Last gelegt, dass Sie es unterlassen haben, die Landespolizei zu informieren und Verbindung mit der Reichswehr herzustellen. Ich darf darauf hinweisen, dass ich unmittelbar nach Kommissar Kiefers Anruf auf Weisung von Exzellenz Kahr verhaftet wurde. Bis zur Verhaftung sind mehr als 5 Stunden vergangen. Als Leiter des Sicherheitsdienstes waren Sie verpflichtet einzugreifen. Daher kommt es darauf an, ob Sie vorher Kenntnis hatten, weil ein Nicht-Eingreifen dann strafbar wäre. Ganz recht, aber das bestreite ich. Herr Hitler, Sie möchten etwas vorbringen? Ich möchte eine Erklärung abgeben. Herr Hitler, Sie sollen gesagt haben, der Zeitpunkt sei gekommen, wo das gesamte Volk sich gegen die Berliner Judenherrschaft erheben müsse. Das habe ich seit ungefähr 4 Jahren ununterbrochen erklärt. Was ist jetzt, Hans? Kommt die hochverräterische Verfassung noch zur Sprache oder nicht? Wilhelm, du weißt, ich tue, was ich kann. Aber der Vorsitzende blockiert alles. Ja. Und die 4 ermordeten Polizisten und 16 toten Putschisten von der Feldherrnhalle interessiert gar niemand. Wilhelm, ich bin nur ein kleiner Staatsanwalt. Ich habe schon versucht, die Anklageschrift zu pfeffern, wo es geht. Das ist doch einfach unglaublich. Der 6. Verhandlungstag und dieser Vorsitzende, dieser Herr Neidhardt, der hört einfach nur zu. Lässt jeden von diesen Verbrechern seine Lügen ausbreiten. Sogar mein Chef, der Stenglein, verzweifelt schon. Ja, dann mach was. Durch den Verlauf des Prozesses kann nun eine Vernehmung des Triumvirats K., Lossow und Seisser nicht mehr vermieden werden. Zeuge Otto von Lossow, 56 Jahre, ledig Generalleutnant AD, ohne Beziehung zu den Angeklagten. Ich war mit der Idee eines Direktoriums in Berlin in jeder Beziehung einverstanden. Es war mir klar, dass wir statt der impotenten Regierungen eine stetige Regierung brauchten. Eine Regierung, die Namen hatte, die dem Deutschen Reich wieder einiges Ansehen im Ausland geben konnte. K., Seisser und ich waren da einer Meinung, aber einen Marsch nach Berlin haben wir nicht geplant. Das hatte für mich etwas Kindisches. Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender, die Verteidigung kann hier ein Sitzungsprotokoll vorlegen. Am 24. Oktober 1923, also etwa 2 Wochen vor der Veranstaltung im Bürgerbräukeller, äußerte sich General von Lossow bei einer Besprechung im Wehrkreiskommando. Vorlesen. Einmarsch in Berlin und Ausrufung der Errichtung der nationalen Diktatur. Für uns Bayern kommt nur diese Möglichkeit in Betracht. Und zwar haben wir dazu keine lange Zeit mehr. Der Gedanke, dass an diesem Abend auf einer Versammlung national denkender Männer von anderen vaterländisch und national denkenden Männern ein Überfall gemacht werden könnte und dass Hitler die bayerische Regierung absetzen und eine provisorische Reichsregierung einsetzen würde, ist mir nicht gekommen. Für mich ging es nur darum, das Vaterland aus einer großen Gefahr zu erretten und Hitler und seine Genossen zu täuschen, wie er mich, K. und Seisser getäuscht hatte. Meine Absicht dabei war, die Freiheit des Handelns, sobald das möglich, wiederzuerlangen und den Brand auszulöschen, bevor er zu große Ausdehnung gewonnen hatte. Und dadurch die unabsehbaren Folgen für das Reich und Bayern hintanzuhalten, die eingetreten wären, wenn die Diktatur Hitler auch nur einige Tage gedauert hätte. Die politischen Ausführungen des Generals sind in meinen Augen nicht diskutabel. Hier muss sich K. noch äußern. Und erst danach kann man General von Lossow überhaupt die Fragen vorlegen, die übrig bleiben. Die meisten Fragen wird K. persönlich sofort beantworten können. Grüß Gott. Ich habe schon gedacht, Sie kommen heute nimmer. Was darf denn sein? Ich brauche zunächst einen Schnaps. Kommt sofort. Ja, auch einen doppelten. Wenn er wenigstens gut gelogen hätte, der Lossow. Da kannst du dich auf morgen freuen. Weil wenn er nichts kann, lügen kann er, der verehrte Ritter von K. Ich möchte noch nachdrücklich darauf hinweisen, dass wir uns diesem Plan, in Bayern eine Reichsdiktatur auszurufen
und sie mit Waffengewalt vorzutragen, nachdrücklich widersetzt haben. Da ein solcher Marsch nach Berlin von vornherein zum glatten Misserfolg verurteilt worden wäre. Ich bitte nicht zu lesen. Ich lese nicht, ich halte mich nur an die einzelnen Punkte. Ich habe alles unterstrichen. Darf ich dem gegenüber nur eine Frage stellen? Halten Exzellenz eine Mobilmachung der bayerischen Reichswehr bis zu der Höhe von 3 Divisionen, die finanzielle Vorbereitung hierfür, die Munitionierung derselben, für eine normale oder eine anormale Angelegenheit? Damit war ich nicht befasst. Exzellenz war aber doch auch bekannt, dass das Reichswehrministerium in Berlin diese Verstärkung von 3 Divisionen weder beantragt noch gewünscht hatte. Wie weit die Verstärkung gegangen ist, war mir überhaupt nicht bekannt. Halten Exzellenz es für möglich, dass im früheren Reich der bayerische Kriegsminister von sich aus eine Mobilmachung befohlen hätte, ohne vorhergehende genaueste Übereinstimmung mit dem Reichskanzler, mit dem politischen Chef des Reiches? Sind noch weitere Fragen geschlossener Sitzung zu stellen? Exzellenz haben in der Rede am 8. November im Bürgerbräu-Keller erklärt, worin die Berechtigung der Diktatur liege. Haben Exzellenz unter dieser Diktatur die eigene Machtfülle, die Machtfülle des Generalstaatskommissars von K. verstanden? In welcher Rede? In der Rede am 8. November 1923 im Bürgerbräu-Keller. Abschnitt Der neue deutsche Mensch. Es steht da, 5. Spalte oben, 3. Absatz. In der Zeitaufgabe der Schaffung des neuen Menschen liegt die sittliche Berechtigung der Diktatur. Denn sie bietet die einzige Möglichkeit, die Grundlage für die Erziehung des neuen Geschlechts freier Deutscher zu schaffen. Meine Frage geht nun dahin: Haben Exzellenz dabei an die eigene oder eine Diktatur, die da erst kommt, gedacht? Überhaupt an das Streben, alle wahrhaften Kräfte in solchen Zeiten zusammenzufassen. Dann darf ich den Schlusssatz der Rede seiner Exzellenz, der in der Presse nicht vorkam, verlesen. Heute, vor 5 Jahren, ist Deutschland zusammengebrochen. Heute und auf den Grundsätzen der nationalen Freiheit soll Deutschland wieder auferstehen. Ist dieser Schlusssatz zusammenzubringen mit Ihrem Satz über Diktatur? Nein. Sie wollten sich damit nicht selbst als Diktator bezeichnen. Das war nicht meine Absicht. Exzellenz sind also davon ausgegangen, nicht der Diktator zu sein, der allein zu befehlen hat. Nein, das Ministerium war nicht ausgeschaltet. Warum haben es Exzellenz dann von 10 Uhr abends bis 3 Uhr früh, das sind 5 Stunden, nicht für nötig befunden, die Minister zu verständigen? Die Minister sind so bald als möglich verständigt worden. Exzellenz behaupten tatsächlich, 5 Stunden dafür gebraucht zu haben, den Minister zu verständigen, dass Exzellenz nur Komödie gespielt hat. Das war nicht so einfach. Ich hatte mit anderen Dingen zu tun. Wann haben Sie Fühlung mit dem Ministerium aufgenommen? Nachts gegen 11:45. Ich wurde aus dem Kultusministerium angerufen. Der Anrufer hat erklärt, dass er um 4 Uhr morgens noch nicht wusste, dass K. in München eine andere Stellung eingenommen hat. Das ist im Landtagsstenogramm nachlesbar. Sie konnten sich am Telefon nicht so klar ausdrücken. Ich wusste ja nicht, ob das Telefon überwacht ist. Das Telegrafenamt war von Reichswehr besetzt. Das wussten Sie. Daraus geht hervor, dass man unbesorgt telefonieren konnte. Ich muss es ablehnen, eine Antwort zu geben, da ich durch das Dienstgeheimnis gebunden bin. Machen Sie ruhig so weiter. Dann wird's bestimmt was mit dem Oberlandesgerichtspräsidenten. Wer ist denn jetzt das? Ja, das sei so. Chef von der Landespolizei. Den kennt doch ja jeder. Ja, ich nicht. Wenn das verderbliche Unternehmen auch vom ersten Auftreten Hitlers ab nicht mehr ungeschehen zu machen war, so wäre meines Erachtens immer noch Zeit gewesen, das Unternehmen wenigstens ohne Blutvergießen abzubrechen. Erst dieser unglückselige bewaffnete Demonstrationszug, der in die Flanke, in den Rücken der Reichswehr führte, musste naturnotwendig zum Kampfe führen. Und in diesem Kampf hat, das fühle ich mich verpflichtet festzustellen,
Die Landespolizei, Offiziere und Mannschaften, ebenso wie die Reichswehr, in mustergültiger Haltung, wenn auch mit schwerstem Herzen, ihre harte Pflicht getan. Ich beantrage, die Öffentlichkeit für die weitere Vernehmung des Zeugen von Seisser auszuschließen. Auch der national eingestellte Staatsanwalt Ludwig Stenglein versucht, die Rolle des Triumvirats K., Lossow und Seisser im Bürgerbräu-Keller herunterzuspielen. Und dass alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wird, was für dieselbe nicht bestimmt ist. Die Verteidigung weiß aber auch zu unterscheiden zwischen Staat und Staatssicherheit und den Personen von K., von Lossow und von Seisser und ihrem etwaigen Hochverrat. Sie erhebt deswegen schärfsten Widerspruch dagegen, dass die Herren und ihr etwaiger Hochverrat geschützt werden. Soll das eine Spitze gegen dieses Gericht sein? Die Verteidigung bittet dieses Gericht lediglich, die Öffentlichkeit nicht auszuschließen, um den Eindruck vermeiden zu können. Das Gericht wolle die Zeugen Seisser, Lossow und K. decken. Es ist durch eigentlich vernommene Zeugen bereits bekundet worden, dass der Marsch nach Berlin die ausgemachte Absicht der drei Herren war. Die Öffentlichkeit hat die Glaubwürdigkeit von Zeugen nicht nachzuprüfen, sondern ausschließlich das Gericht. Ich ordne hiermit an, den Saal zu räumen. Ich darf den Herrn Vorsitzenden auf einen Artikel Diplomatie und Charakter im Völkischen Beobachter vom 23.11.1923 hinweisen, in dem bereits hervorgehoben wurde, dass Hitler und Ludendorff die berufenen Führer im großen deutschen Kampfe und als solche anzuerkennen seien. Ich bin oft als Führer angesprochen worden. Woher kommt es, dass Sie und Hitler in der Öffentlichkeit als Diktatoren genannt wurden? Was seine Exzellenz betrifft, hat das ohne Zweifel seine Ursache darin, dass unter den heutigen militärischen Führern Ludendorff der deutsche Name ist und sich niemand vorstellen kann, dass ein anderer als Führer in Frage kommen könnte. Sie meinen also, es sei selbstverständlich, dass dieser Name genannt wurde? Genauso selbstverständlich wie für einen völkischen Menschen vor den Toren dieses Gerichts nur ich der politische Führer dieses jungen neuen Deutschlands sein kann. Haben Sie mit General Ludendorff über diktatorische Befugnisse gesprochen, Herr Hitler? Ja oder nein? Nicht im Detail. Das sollte Produkt der kommenden Besprechung sein. Dann darf ich Sie jetzt bitten, aufzuführen, wie Sie sich Ihre eigene Stellung gedacht haben. Bitte sehr. Ich stehe nach wie vor auf dem Standpunkt, dass Bescheidenheit in solchen Fällen lächerlich wäre. Der Mann, der etwas kann, hat die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, es dann auch durchzuführen. Herr von Kahr mag ein guter Verwaltungsbeamter sein, ein politischer Führer ist dieser Mann nie gewesen und wird es niemals sein können. Dazu fehlt ihm alles und jedes. Die Staatskunst ist nämlich nicht irgendeine angewandte Staatswissenschaft. Hier muss man geboren sein. Ich glaube, annehmen zu dürfen, dass das Gericht genügend darüber unterrichtet ist, dass der Putsch nicht nur außenpolitische Wirkungen, sondern auch sehr erhebliche innerpolitische Wirkungen gezeitigt hat. Der Putsch sollte die ungeheuerlichsten innenpolitischen Wirkungen ausüben. Ein Regiment, das dieses Land 5 Jahre widerrechtlich zu Tode regiert hatte, sollte zerbrochen werden. Anstelle des internationalistisch, marxistisch, defäitistisch, pazifistisch, demokratisch eingestellten Regiments sollte eine neue, nationale Regierung bestellt werden, um dieses Land und sein Volk einer ihm würdigen Zukunft entgegenzuführen. Der Glaube an diese Zukunft hat mich und meine Getreuen geleitet. Denn wenn es den nicht gäbe, wäre unser Vorgehen wahrhaftig einer Katastrophe gleich, die nur mit der Todesstrafe zu sühnen wäre. Stand Hitler auch stark unter Einfluss anderer, so trifft ihn doch die Hauptverantwortung. Er hat die Vorbereitungen angeordnet und mit seinem Stabe besprochen. Er hat es unternommen, das Mitgehen Kahrs, Lossows und Seissers zu erzwingen. Er hat die nationale Revolution, die Absetzung der bayerischen und der Landesregierung verkündet, die neuen Ämter verteilt und sich selbst
zum politischen Leiter des Reiches bestellt. Er hat den Marsch nach Berlin verkündet. Er hat die Festsetzung der Minister und obersten Beamten der Polizeidirektion veranlasst. In seinem Sinne lagen die weiteren gegen die Münchner Post und gegen den Stadtrat gerichteten Maßnahmen und die Festsetzung jüdischer und anderer Geiseln. Er und Ludendorff gaben schließlich den Ausschlag für den unglückseligen Zug in die Stadt, bei dem das Unternehmen endgültig zusammenbrach. Aus einfachen Verhältnissen hervorgegangen, hat Hitler im Großen Kriege als tapferer deutscher Soldat seine Gesinnung bewiesen. Erfüllt von echter, glühender Begeisterung für ein großes deutsches Vaterland, hat er nach dem Kriege aus einfachen Anfängen in mühsamer Arbeit eine große Partei, die Nationalsozialistische Arbeiterpartei, geschaffen, wobei die Bekämpfung des internationalen Marxismus und Judentums und die Abrechnung mit den Novemberverbrechern die wesentlichen Programmpunkte waren. Ich beantrage, sämtlichen Angeklagten mildernde Umstände zuzubilligen und sie zu folgenden Strafen zu verurteilen. Hitler zu 8 Jahren Festungshaft, General Ludendorff zu 2 Jahren Festungshaft, Frick und Röhm zu je 2 Jahren Festungshaft. Soweit die Angeklagten in Untersuchungshaft waren, beantrage ich, diese anzurechnen. Den Angeklagten sind die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Über 3 Wochen geht das Theater jetzt schon. Statt das kurzen Prozess mit den Verbrechermacher. Haben Sie Verbrecher gesagt? Das Wort hat der Verteidiger Dr. Roder. Meine hohen Herren, heute vor 6 Jahren begann die große Frühjahrsschlacht des Weltkriegs in Frankreich. Bei dieser Schlacht fochten so ziemlich alle Herren, die jetzt vor Ihnen sitzen, mit für Deutschlands Größe, für Deutschlands Freiheit, für Deutschlands Ehre, wie sie sich von jeher nur von den edelsten Gefühlen haben leiten lassen, wie sie drüben auf den Schlachtfeldern nur in glühendster Liebe zum Vaterlande, nur aus den edelsten Regungen ihre Pflicht und Schuldigkeit getan. So wollen Sie auch bei Ihnen kämpfen aus edelsten Regungen. Sie wollen hier kämpfen mit der schärfsten Waffe, aber auch mit der edelsten Waffe. Und das ist die Waffe der Wahrheit. Die Wahrheit, dass ihr nicht lacht. Nicht ein einziges wahres Wort habe ich gehört in den letzten 4 Wochen. Herr Angeklagter Hitler, Sie haben das letzte Wort. Als ich erfuhr, dass es die grüne Polizei, die Landespolizei war, die gegen uns schoss, da stieg in mir plötzlich ein Glücksgefühl auf. Dass es wenigstens nicht das Reichsheer gewesen ist, das uns niedergeschossen hat, sondern dass das Reichsheer noch so dastand wie früher. Dass einmal die Stunde kommt, da die Reichswehrsoldaten mit uns an einer Seite gehen werden, Offizier und Mann. Und der alte Generalquartiersmeister des Weltkriegs, General Ludendorff, wieder in der Armee stehen wird. Die Armee, die wir herangebildet haben, wächst von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde schneller. Und wir hegen die Hoffnung, dass diese wilden Scharen einmal zu Bataillonen werden. Und die Bataillone wieder zu Regimentern. Und die Regimenter zu Divisionen. Und dann, meine hohen Herren, dann wird aus unseren Gräbern und aus unseren Knochen heraus der Gerichtshof entstehen, der über uns zu Gerichte sitzen wird. Denn nicht Sie sprechen hier das letzte Urteil, sondern das letzte Urteil spricht jene Göttin des letzten Gerichts, die sich aus unseren und Ihren Gräbern als Geschichte einst erheben wird. Sie wird nicht fragen, habt ihr Hochverrat getrieben? Sondern in Ihren Augen werden wir als Deutsche gelten
die das Beste gewollt haben. Als Deutsche, die für ihr Vaterland kämpfen wollten. Mögen sie 1000-mal ihr schuldig sprechen. Diese ewige Göttin des ewigen Gerichts wird lächelnd den Antrag des Staatsanwaltes zerreißen und lächelnd zerreißen das Urteil des Gerichts. Denn sie spricht uns frei. Herr Hauptmann Röhm, haben Sie etwas hinzuzufügen? Nach den Ausführungen meines Freundes und Führers Adolf Hitler verzichte ich auf jedes weitere Wort. Das Hohe Gericht, bitte erheben Sie sich. Im Namen des Volkes, es werden verurteilt Hitler wegen eines Verbrechens des Hochverrats zu 5 Jahren Festungshaft. Röhm und Frick wegen Beihilfe zu 1 Jahr und 3 Monaten Festungshaft. Sowie zu einer Geldstrafe von je 100 Goldmark. Ludendorff wird von der Anklage eines Verbrechens des Hochverrats unter Überbürdung der Kosten auf die Staatskasse freigesprochen. Den Angeklagten Röhm und Frick wird Bewährungsfrist bewilligt. Dem Angeklagten Hitler wird Bewährung in Aussicht gestellt. Gründe. Auch das Gericht ist zu der Überzeugung gelangt, dass die Angeklagten bei ihrem Tun von rein vaterländischem Geiste und dem edelsten selbstlosen Willen geleitet waren. Sie glaubten nach bestem Wissen und Gewissen zur Rettung des Vaterlandes handeln zu müssen. Seit Monaten waren die Angeklagten darauf eingestellt, dass der Hochverrat von 1918 durch eine befreiende Tat wieder wettgemacht werden müsste. Ich empfinde diesen Freispruch als eine Schande, die dieser Rock und diese Ehrenzeichen nicht verdient haben. Herr Ludendorff! Ich weise General Ludendorff ganz entschieden zur Ordnung! Leider bin ich nicht in der Lage, die einzelnen Rufer festzustellen. Sonst wäre ich veranlasst, Ordnungsstrafen von 3 Tagen festzusetzen. Ich schließe die Sitzung. Herr Röhm, bisschen nach links. Halt! So weit. Zurück. Gut. Achtung, meine Herren. Da bist du. Magst nicht mit was essen gehen, Hans? Mir ist der Appetit vergangen. Die Urteile sind wirklich ein schlechter Aprilscherz. Und der Stenglein lobt auch noch den Hitler. Aber trotzdem, 5 Jahre sind 5 Jahre. Bis der wieder rauskommt, wird es seine ganze Partei nicht mehr geben. Das glaubst du doch selber nicht. Bewährung in Aussicht. Du wirst doch sicher Einspruch erheben. Als ob das was nützen tät. Er hatte doch vorher schon Bewährung. Dann ist es doch sowieso ungesetzlich, ihn früher laufen zu lassen. Das ist doch alles vertuscht worden. Der Hitler ist schneller wieder draußen, als wir denken können. Wirst sehen. Also ich werde auf jeden Fall einen Untersuchungsausschuss beantragen, wenn Sie mich in den Landtag wählen. Das will ich hoffen. Ich drücke dir die Daumen. Vielleicht hast du ja mehr Glück bei der Aufklärung als ich. Danke, Hans. Ich bin gespannt, was der Landtag zu Hitlers Verfassungsentwurf sagt. Ein Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags, der nach der Urteilsverkündung auf Antrag der SPD eingesetzt wird, bringt auch nach 4 Jahren keine Ergebnisse, obwohl der Landtagsabgeordnete Wilhelm Högner dazu alle verfügbaren Dokumente gesichtet und einen 1600 Seiten langen Bericht über Vorgeschichte und Ereignisse des 8. und 9. November 1923 angefertigt hat. Einen Bericht, den niemand zur Kenntnis nimmt und der bis heute unveröffentlicht ist. Gott mag es lenken, er hat die Gnade. Nun, Brüder, eine gute Nacht. Der Herr im hohen Himmel wacht. In seiner Geburtstagsgrüße von General Ludendorff. ist er bedacht. In seiner Güte uns zu behüten ist er bedacht. Danke. So, meine Herren, wir müssen Sie jetzt leider alleine lassen. Ich habe zu arbeiten. Hess. Während seiner Haft diktiert Hitler seinem Sekretär Rudolf Hess sein Buch
Mein Kampf. Schon die oberflächliche Betrachtung zeigt, als nahezu ehernes Grundgesetz all der unzähligen Ausdrucksformen des Lebenswillens der Natur ihre in sich begrenzte Form der Fortpflanzung und Vermehrung. Vermehrung. Jedes Tier paart sich nur mit einem Genossen der gleichen Art. Meise geht zu Meise, Fink zu Fink, der Storch zur Störchin, Feldmaus zu Feldmaus, Hausmaus zur Hausmaus. Der Wolf zur Wölfin. Wolf zur Wölfin. Bleib Führer, auf Mann. Wirtschaftskrise, Hetzparolen aus allen Lagern und eine Politik des Versagens. Eine brandgefährliche Mischung. Und der ideale Nährboden für die Machtgier der Nationalsozialisten. Und die Zukunft sind wir! Ich bin langsam geneigt, mir diesen böhmischen Gefreiten anzuhören, diesen Hitler. Unser Dokumentarspiel Der Weg zur Macht. Nächsten Samstag um 20:15 Uhr in ARD Alpha.